Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla-Effekt. Ich bin der Baume. Wir haben uns gerade gemütlich gemacht in dieser romantischen Bude. Wir haben uns ein Kaminchen angezündet und wir haben den Schrank in die Luft gejagt. Um den Hammer zu finden, der sich dahinter verbirgt. Und der Twitch-Chat sagt: Hallo YouTube. Hallo. Hallo. Na? Was macht denn ihr hier? Wie spät ist denn bei euch gerade? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich meine, die Folgen kommen zwar immer 12:30 Uhr, wenn es nach Plan läuft, aber ich meine, das ist ja nur der eine Tag. Aber die Leute können ja jederzeit dann später reingucken. Und ich meine, bei uns ist es gerade, wir haben es gerade 19:36 Uhr. Wie spät ist es denn bei euch auf YouTube? I'm sure Thor's big hammer here could straighten a few things out. Was? Matti, ist hier so langweilig? Dann mach ich das jetzt wieder aus. So. Okay, MC Hammer, kennt Schmied das. Und so, liebe Kinder, baut man sich ein Zahnrad. Es ist ganz einfach. Oh, total, sorry, da hatte ich es schon wieder ausgemacht. Aber es ist ja im Chat zu sehen. Ja, du wolltest schon wieder alles voll spammen. Es tut mir so leid. Fertig. Das hat sich doch gar nicht gedreht. Warum ist das jetzt, wenn es sich nicht gehat, dann hat. Was bist du denn? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Hallo? That Murlok hologram kills anyone who gets too close to the door. You need to find a way to short-circuit him. Ich dachte mir so irgendwie so. Ich dachte mir schon, der sieht gefährlich aus, aber es ist ja nur ein Hologramm. Hologramme töten Menschen. Anscheinend. It's an electrical box. Krass. Was ist eine Scheiße. Und was bist du? Das ist schon mal grün. Und die drei sind rot. Na, dann drehen wir mal an dem Rad. Ja, genau. So wird das nämlich gemacht. So, dann macht man den. Das ist ganz wichtig, dass man erstmal alle wie wild durcheinander drückt. Weil dann, wenn man den letzten anmacht, dann plötzlich alles geht. Auf unerklärliche Art. So, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wenn ich an dem hier drehe, dann gehen die alle, die da eins runter. Und wenn einer ganz unten ist, geht er wieder aufs Maximum hoch. Und nur wenn die auf der Spitze sind, tut das was. Komisch, Baume. Ich mach Zahnräder, indem ich in Nachbars Kind die Zähne raushaue und sie an sein Fahrrad klicke. Ivi. Ivi. Das mache ich auch immer so. So, warte mal. Du machst die. Du machst die. Du machst die. Das merkst du mich nicht. Und du auch. Ach so. Du nimmst aber den hier mit. Das ist ja cool. Und wer macht den? Der hier. Aha. Coolio, dann können wir das ja so machen, dass das dann hier alles läuft. Wenn ich fertig bin. Also genau jetzt. Hammers? Ich bin super gut, wenn es darum geht, Dinge kaputt zu machen.
Und anschließend wieder zu reparieren. Gut. Das war einfach... Was haben wir denn hier? It's a card reader, and I'll need the electricity to be on for it to work. Ja, cool. Und Baume cheatet wieder. Wo war denn das gecheatet? Ich hab's auf Band, Buddy. Guck's dir später nochmal an. Weiß doch jeder, dass Zahnräder aus Zähnen gemacht werden. Ja, nur ich wieder nicht. Piep, boop. Dankeschön. Ja, das erklärt einiges. Hier kommen die Murloks also her. Was? Yeah, Margaret made sure this place was soundproof. Oh! Hi! Looks like something unethical happened in here. Nein! Das war nur eine ganz normale Abtreibung. Vor allen Dingen mit dem Ding da. Looks like something unethical happened in here. Soll ich da mal reinfassen? Now there's something you don't typically see in a residential home. Ja, vor allen Dingen, dass hier so viele Spinnenweben sind, ist ja ekelhaft. Was ist denn das? Oh, damit kann man im Dunkeln Bücher lesen. That's the interocitor IQ measurement system. I should try this baby out and see what a genius I am. Alter, die Deckenlampen, die daran geklebt wurden. You may not like what you find. Dieser bekloppte Skaterhelm mit ein paar Deckenlampen dran. Das ist so geil. Dr. Zaius was right. A man like you is inferior to the simian in every way. Warte mal, was ist jetzt bei rausgekommen? Ich habe gar nicht hingeguckt. Ah, ich habe gerade einen Chat gelesen. Entschuldigung, ich muss noch mal machen. IQ measurement system. I should try this baby out and see what a genius I am. Don't, Tex. You may not like what you find. High average, dull. Wo sind wir? Moron. Dr. Zaius was right. Okay, wir sind immerhin kein Idiot. Wir sind kein Idiot. Wir sind noch über dem letzten. Achso, das hier hatten wir. Great at one thing, incompetent at everything else. Schön. Wir sind in einer Sache richtig gut und den Rest übelst scheiße. Das ist diese Anlage. Das ist wunderschön. Da muss ich mal kurz einen Screenshot machen. Fieser Murlok plus Doppelspritze ist Hippie. Hippie. Mixer. It's a chemical mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers in here to create medicine for Mantis. Dann kauen wir das da mal rein. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Mantis's pain. Gut. Fertig? Warum steckt denn da was in der Mitte? Mitte. Activate. Ach, tu Dinge. Tu Dinge. Achso, wir haben... Wie jetzt? Wir haben's. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Mantis's pain. Warum sind das denn immer irgendwelche Doppelspritzen, wenn wir hier irgendwas holen? Weil es krasser ist als ein gigantischer Dalek. Wahnsinn. There's more books in here than in my county library. Cursed government spending cuts. Also selbst hier unten sind Frösche, es ist irre. Werd ich jetzt teleportiert? Warte mal, nein, ich kann da nicht rein. Da spawnen doch die Roboter von Portal 2. Okay, alles klar. I've assembled the spirit radio. Tonight will be my Rentner, ne? first attempt to contact my husband. Wenn die so viel Zeit haben und nichts zu The tun, radio is working. machen die verrückte I Sachen. hear voices that are incoherent, eerie, and tantalizing. There must be some way to amplify the power. My last attempt was a near disaster, similar to what happened to Tesla back in 1899. The frequency caused a vibration that increased until I thought the house would split in two. I had to smash the radio. Now I have to start all over.
I don't want to get my hopes too high, but I believe I've made contact. I brought the radio into the lab, and I swear that being close to Charles's cryo chamber has intensified the signal. I'm sure it's his voice, but I can't understand what he's saying. I've recorded hours of the voice and had experts analyze the audio from every angle. We've deciphered 3 words: void, return, immortal. I've reached an impasse. I wonder if the Tesla egg... could it amplify the radio's power? It's been weeks since I've heard Charles's voice on the spirit radio. I wonder if the Gideon parasites have moved ahead without me and brought him back to life. It's been years since I made an entry in this video journal. Charles is dead and lost to me forever. And I will die soon. The translator lives, and one way or another, whoever sees this, Mantis, Mason, it's up to you to stop the translator. Stopping the translator isn't going to be easy, and the Tesla egg and spirit radio seem to be the keys. Somehow the information Margaret Leonard took to the grave needs to be uncovered. Is that even possible? I have an eerie feeling it is. Achso, und das hier soll der Todesstrahl von Tesla sein, hat gerade Leo Van Dark geschrieben. Aber er dazu gedacht war, Strom schnurlos zu übertragen. Ja, ich glaube, das geht mit Mikrowellen besser. Ich glaube aber durchaus, dass man, wenn man vorhat, Strom schnurlos zu übertragen, sich da auch ganz schnell einen Todesstrahl bauen lässt mit, ja, wenn man nicht richtig aufpasst, einfach mal so ein paar Volt durch die Luft schießen. Ja, das definiert einen Todesstrahl, ziemlich genau. Gut, jetzt müssen wir nur noch unsere Spritze zur Anwendung bringen, denke ich doch, hoffe ich doch, weiß ich. Dosenbier macht schlau, ewig Kind, schön, dass du da bist, guten Abend. Toll, Baume, jetzt kann ich nur noch auf die Nase gucken. Ist schlimm, ne? Ist schlimm, wenn man es einmal merkt. Als wir beim Star Wars Film waren, hat ein Kumpel zu mir gesagt, so kann es sein. Hat er gesagt, kann es sein, dass der Kylo Ren übelste Segelohren hat? Mach Mello, Junge! Baby, did you forget to take your hearts? Sorry, I can't control it. Ja, und jetzt bist du ein Hippie? Knuddelattacke! Das war ich auf der Gamescom. Einfach random Leute anspringen. Strom kabelfrei zu übertragen geht doch schon. Ich glaube sogar ohne Mikrowellen. Ohne Mikrowellen, okay. Das Offensichtliche sagen, das Offensichtliche ignorieren, eine Vereinbarung treffen. Ich sag das Offensichtliche. Ich bin Captain Obvious. Are you the one who prays? Oh my hell, praying mantis. God, what an idiot. That was Margaret's code. So she did see me. It just seems strange she took such a risk coming to see you. So she could give you the injection. Was genau sind denn das für Pilze, die du da auf deiner Nase hast? And she wanted you to forget everything you had done. Yeah, well, she pretty much accomplished that. Yeah. And here you are. Seems kind of strange. Strange? You know what I find strange? I saw a video of Margaret torturing you. She wasn't torturing me. She had been helping me for a very long time. But you're a Murlok. She made you this way. You can't blame her. I chose this path. I volunteered to take one of the greatest technological leaps of all time. Cryotechnology. I was one of the founding members of the Tesla Legacy Society. Along with others, I allowed myself to die and be brought back. We dreamed of waking to a world reborn. We found ourselves worse off than before. And worst of all, we no longer were the people we had been. The cryosleep had unforeseen complications. Okay. At least cryogenics is now partially covered under major medical. Only a few of us escaped the physical deformities from the freeze. Worst is what it did to our minds.
drove us to madness. So how come the Tesla Society hasn't taken care of you guys? Certainly the burden shouldn't just fall on Margaret. The Tesla Legacy Society and its creations are no more. So what happened? I mean, I know a little of your history since Charles Johansson joined you. Johansson. I believed in him once. He was our martyr. We carried his work to the foot of his holy cryo chamber. We knew that one day he would return to take us to this glorious future. And he did return. Yeah, he was now the translator. He was delusional only as the greatest zealots are. He believed he knew the will of Tesla. He was going to create a gateway, a celestial conduit between heaven and earth. He called it the immortal coil. Gotcha. He was determined to build it at any cost. And in the end, we banished him from the society. But he didn't stay banished. Months later, he returned with a small group of men, led by the one known as Slade. They attacked the facility, sparing no one. I saw Slade himself put a gun to my wife's head while she begged for her life, and he pulled the trigger. When it was over, they removed every trace of the Tesla Legacy Society. Its files, its equipment. There was only one thing left behind. And that was? A key bit of information. The spirit radio frequencies. They were stored in the clouds that Charles never knew about. And these were important. It may be the only way to stop Charles from activating the immortal coil. And that would be bad? It's very bad. As in splitting the planet in two bad. I'll tell you where to find the egg. But I need you to find those frequencies first. Kann sich seine Before I head off Medikamente to the nicht selber Tesla mixen? Legacy Society, I get a call from Thompson Auld inviting me over to his house. Sounds like he's ready to talk. Any luck locating the spirit radio? I've got some leads, but it all seems to tie to something called the immortal coil. I found something that you might find interesting. Okay, los They geht's. did some experiments with interfacing brain circuitry. You might have been one of the first test subjects. I'm sorry. Memories are simply electronic impulses, and we are the sum of our memories. Now, on a cellular level, you're a completely different person than you were 7 years ago. But your essence is exactly the same as it was that night with Chelsea outside of the Golden Pagoda. How do you know about Chelsea? Well, first, and you may already know this, Chelsea is Margaret Leonard's daughter. Now, Margaret had lost her husband, and she was overwhelmed. So she put Chelsea in the care of a mutant family, the Bandos, and then tried to forget that she'd ever had a child. That's pretty cold. Well, it was a decision that she's regretted for decades. And years later, when she found Chelsea living at the Ritz, she rented a room so she could be close, but never revealed her true identity. Yeah, and that's why we got abducted. Now, Margaret was being funded by Gideon Enterprises, and an opportunistic manager named Dalton Fisk found out that Margaret's husband had stolen some very important documents. The Tesla cache. Dalton tried to force Margaret into reanimating Charles, but she refused and then disappeared. But then Dalton discovered that she had a daughter, and he came after her. Now, this much I can tell you. She's alive and well and living a new life. But I hope you'll understand that even if I could tell you more, I wouldn't. Margaret was so frightened for Chelsea she gave her away. I mean, if I have to, I will too, because I never want to put Chelsea's life in danger. I'm glad that you see it that way. It's really for the best. And now you have your own new life to lead. Which reminds me, I meant to get you the canister. Yeah, except I can't remember my new life. Well, maybe that's not such a bad thing. Ich frage mich, wie ist er denn nur so But if you böse decide geworden? to use the spirit radio to try to get answers, you'll need help.
Wait here. This is where I come in. How about we go Slate. get that cryo chamber with old Maggie's head in it? We can't let him have it. Hold on, partner there. No need to get violent or anything. Let's just see if we can work this out, okay? Alter, wie... Oh, up there, is it? You're hurt pretty bad. We've got to get you to the hospital. No, you have to stop him. If they get inside her head, it will undo everything that Mason was fighting for. Look, I know what they're after, and I think I can beat him to it. It's the Tesla egg, so let's just get you out of here. Go! Go! You're coming with me. Come on. I couldn't shake the look of fear I saw in Alt's eyes as he was lying in a pool of his own blood. Slade had blown a hole through the little man without even a second thought. Could I really have been partners with someone like that? Maybe I did change over the last 7 years, but if I did, it has to be possible to change back. I need a weapon I can use against these psychopaths. I knew my only hope was somewhere at the Tesla Institute. Slade's trumped me at every corner, but the ace may be at Tesla. Wo sind wir jetzt? Beim Tesla Institut. Tag 8. Kinders, es hört nicht auf, das Spiel. Es hört einfach nicht auf. Es kommt noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Control, adults, delete, or there will be blood and more. Ewig Kind, darfst jetzt wieder zuschauen. Die hässlichen Menschen sind weg. Oh, nein, da im Ladebildschirm ist noch einer. Guck nicht hin, guck nicht hin. Die absolut schlechteste Maske, nee, die schlechteste Maske im ganzen Spiel ist immer noch das Musauge. Mit dem Pfannkuchen offen. Das ist so genial. Ah. Hui, und hier unten, meine Damen und Herren, sehen Sie einen Warlord-Titan, wie er zu Boden gegangen ist. Sehr traurige Geschichte. Wer liegt denn hier? Ein Gerippe. These minimum security guys didn't have a chance against a pro like Slade. Ich guck mich gleich um, Junge. Aber vorher guck ich mich um. Junge. Hier ist schon mal was? Nein. Das This piece ist of equipment could be from a Jules Verne novel. Tex, warum bist du so leise? This piece of equipment could be from a Jules Verne novel. Saß da mal einer drin? Was zur Hölle? Das sieht wirklich aus wie ein kleiner Warlord-Titan. Was wollt ihr denn hier gerade angucken? Yeah, the jungle's reclaiming this area in all directions. Wie lange ist denn das schon her? Das ist mehr als 7 Jahre. Ich meine, solche Spinnenweben wachsen doch nicht in... Aber ich weiß es nicht, aber vielleicht... These minimum security guys didn't have a chance against a pro like Slade. Oh, was hast denn du da in der Kralle? It's a security card. Yay! Pff, warum hat Slade die ihm nicht abgenommen, wenn er mit der in der Hand schon gestorben ist? Ich gehe einfach mal durch. Tesla Legacy Society. Knieps, knieps, knieps. Access denied. Dann wollen wir das mal ändern. Wupp, wupp. Alter, hier hätte jederzeit jeder einfach so reinspazieren können. So ein Quatsch. Ach so, die Tür ist wieder zugegangen. Baume, da kommen noch einige Tage. Nee, aber guck mal hier, wir sind doch immer noch erst bei der Hälfte. Das ist ja... 2 Tage lang hocken wir schon auf der... It's a styrofoam cup. Oder gibt er einfach nur an, wie gut ich gerade bin? PI-Wertung ist so lala. Aktueller Pfad, der versteinerte Wald. Ah, das ist die Wertung, wie gut ich bin. Ich bin schlecht. Ich habe einen Styroporbecher. Das hat es nicht besser gemacht. Ach, ich bin so oft gestorben, ne? Das gab ja auch Punkteabzug. Naja, gut, okay. Es ist nicht schlimm. Wir können ja aus der Cryo-Chamber wiederbelebt werden. This is my first step in getting the spirit radio frequencies. Manus said I have to get the power up and running in the reception area to get through to the atrium. Ich mache erstmal den Empfang. So, meine Herren. Danny, huh? Now that's a handsome bloke. Was haben wir denn hier? Ein Auge? God. Oder Kaugummi. Kann man mal verwechseln. Big Jim Slade was merciless. Ja, Big Jim Slade. Bei der Tastatur fehlen aber trotzdem noch ein paar Tasten, ne? Aber schön, dass sie sich die Mühe gemacht haben, die überhaupt drauf zu drucken. This has no power. Und die Bildschirme sind in der Tat durchsichtig. Ah. Was bist denn du?
Schubfächer. Nee. Nee. Yay. There's a key. Ja. The power console needs to be opened with a key. Sag mal, bei den Rätseln sind sie jetzt irgendwie ein bisschen faul geworden, kann das sein? Ich will gar nichts sagen. Nein. Schön, wenn es doch so von der Hand geht. Console needs a battery. Ah, das ist eine Batterie. Können wir uns selber basteln, dank Tesla-Technologie. Nehmen wir einfach eine Kupfermünze, ein bisschen Kartoffel und... Was zur Hölle? Wie bitte? Was redet da? Must be pretty cool to have a society named after you. The only other one I can think of is John Birch. Glycerin. Well, it's a bottle of glycerin, known for moisturizing. Feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Na, damit kriegen wir ihn hier doch bestimmt wieder hin, ne? Dem fehlt doch nur ein bisschen Feuchtigkeit. Big Jim Slade was merciless. Ja, vielleicht auch etwas mehr. Points on the board must be other Tesla facilities. They all connect to some place in the southwestern U.S. Semi, grüß dich. Ich hab dich gerade noch im Chat gelesen. Moin Baume und die anderen Süßen. Wer ist denn hier süß? Hä? Wir sind nicht süß, wir sind Männer. Und Frauen mit Bart. Ja, das ist irgendwie süß, das stimmt schon. Wie kommst du denn jetzt hier weiter? The door to the security system won't open until a DNA has no power. Was? The door to the security system won't open until a DNA sample is placed on the scanner to the right. Ein DNA-Sample. Kaugummi. Guess I better not be too creative, because it won't work. Okay, wir nehmen das Glycerin und packen es in den Styroporbecher. Und dann weichen wir darin den harten Kaugummi auf. Und dann nehmen wir die Suppe. The door to the security system won't open until a... Was? That accomplished nothing. Aber ich habe jetzt hier einen aufgeweichten Kaugummi. The gum's finally softened. I could use it for the DNA sample. Ja, dann tu das doch. That's not right. Warum zur Hölle? Oder bist du? This has no power. The door to the security system won't open until a DNA sample is... This picture's of a handsome bloke named Danny. Muss ich den Kaugummi noch auf das Bild kleben? Yeah, that'll work. Ja, aber, das muss doch... Dämme. The gum's finally softened. I could use it for the DNA sample. The door to the security system won't open until a DNA sample is placed on the scanner to the right. Ach, to the right. No power. Und der hat keinen Strom, weil wir keine Batterie haben. Console needs a battery. Ah! Da war ich echt bekloppt gerade. Wow. Okay, wir brauchen Batterie. Well, water cooler's out of order. Schade, vielleicht hätte der Watercooler ja noch eine Batterie. What spider could have spun this? Must be the size of a Volkswagen. Auf a Volkswagen. Da war bestimmt VW Käfer. Alter. Wo findest du jetzt hier eine Batterie? Eigentlich. Oh nein, oder? Ah, das Spiel hat halt so einen richtig miesen Versteckspielcharakter, den ich von Adventures irgendwie echt nicht gewohnt bin. Ich meine, mittlerweile komme ich drauf klar. Und seit es diese Glitzerfunktion gibt mit der Taschenlampe, macht das macht doch alles Sinn, ja. Aber diese Schnitzeljagd, das ist immer wieder ein Traum. Place DNA here. I'll need to use some DNA of a Tesla employee to get inside the security room. Tja, was ist, wenn ich einfach sage, ich bin jetzt Tesla-Employee? So, okay, danke für den Tipp, total. Auch wenn es eigentlich schon fast ein Spoiler war. Aber okay, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Der Raum vom Riddler!
Ich werde hier trotzdem mal einen Cut machen. Irgendwie hat mich der Raum gerade wirklich voll an den Riddler erinnert. Diese ganzen grünen Monitore und so. Ja, ich würde gerne nochmal die Batman-Reihe zocken. Aber man kann sowas leider nicht nochmal zum ersten Mal spielen. Und nein. Verratet Ingo bloß nicht, dass ich nochmal die Batman-Reihe zocken will. Wenn der das hört, da will er, dass ich einen 100%-Run mache. Nee, da sterbe ich nur bei. Gut, okay. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Und ich habe was Neues gelernt. Nämlich, dass ich mir da voll was eingebildet habe, dass ich den Levelfortschritt anhand dieser Glühbirnen dort ablesen kann, die hier zu sehen sind. Das ist natürlich Quatsch. Das wissen wir jetzt auch alle. Nein, den Levelfortschritt sieht man nicht anhand der Glühbirnen, sondern man müsste einfach mal wissen, wie viele Tage es gibt. Und das will ich gar nicht wissen. Ich gehe einfach immer davon aus, dass wir es jeden Moment geschafft haben. Wir brauchen ja nur noch das Tesla-Ei. Und ja, ich glaube, wir werden heute noch den ganzen Tag mit dem Spiel beschäftigt werden. Es wird nichts mit Battlefield, tut mir leid. Das Projekt muss warten. Baume macht einen Cut. Das heißt aber auch so. Guck mal, das spricht man so aus. Beim Wort Cut hinkt mein Stream. Was hab ich... Okay, auf jeden Fall haben wir in der nächsten Folge ordentlich was zu tun. Nämlich diesen Raum hier auf den Kopf stellen und irgendwie weiter nach oben kommen und Dinge tun. Und warum genau sind wir eigentlich nochmal hier? Wegen der Frequenz? Warte mal, warum sind wir jetzt eigentlich genau hier? Weil hier, das ist hier das... Ja, aber Sled war doch schon hier und hat alles... Ach so, nein, wir wollten... Aber mit dem Kopf? Aber Sled hat ja jetzt den Kopf. Was ist überhaupt gerade passiert? Der eine Dude wurde erschossen von Sled. Sled hat sich den Kopf aus der Kryokammer geklaut, den wir eigentlich wollten. Und aus irgendwelchen Gründen sind wir jetzt hier. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Naja, egal. Egal, wir sind hier. Ich spiele mit den Karten, die mir das Leben in den Schoß wirft. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Kartoffel.